Es wirkt, als würdest du einfach durch die Stadt gehen. Geschäfte, Straßen, Verkehr, Menschen mit Handys. Doch in China verschwindet dieses Es scheint gleich um die Ecke. Hier kann man an einem Tag in der Zukunft landen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Taxis ohne Fahrer, Wasser aus der Luft, eine Stadt wie ein einziger Verstand. Während der Rest der Welt noch über die Theorie der künstlichen Intelligenz diskutiert, integriert China sie bereits in den Alltag. Hier muss man keinen Geldautomaten suchen, denn Bargeld ist fast verschwunden. Man muss keinen Kurier rufen, das übernimmt ein Roboter. Man muss sich keine Sorgen um Staus machen. Der Verkehr wird in Echtzeit gesteuert und die Straßenkameras kommunizieren miteinander. Alles sieht aus wie Science Fiction, aber es ist Alltag, an den sich die Bewohner bereits gewöhnt haben. In den letzten 30 Jahren hat China den Weg von einem Land, in dem das Fahrrad ein Luxus war, zu einer Nation zurückgelegt, die globale Technologietrends bestimmt. Und das ist nicht nur eine Machtdemonstration, sondern eine klar durchdachte Strategie für Jahrzehnte im Voraus. In China werden nicht einfach nur Gadgets hergestellt, hier entstehen ganze Ökosysteme, in denen Technologie nicht nur eine Ergänzung zum Leben ist, sondern dessen Grundlage. In diesem Video wirst du sehen, wie das Leben in dem technologisch fortschrittlichsten Land der Welt wirklich aussieht. Alles, was wir zeigen, sind echte Fakten, echte Technologien, echte Menschen, ohne Science Fiction und Beschönigungen. Aber mach dich darauf gefasst. Was du gleich sehen wirst, könnte dein Bild davon, in welcher Zeit wir leben, grundlegend verändern. Jetzt beginnt das, weswegen du dieses Video angeklickt hast. Du wirst sehen, wie Technologien, von denen der Rest der Welt nur träumt, hier schon heute funktionieren. China. Das fliegende Taxi ist hier kein Prototyp auf einer Messe und keine Computervisualisierung. Das ist ein echtes Transportmittel, das bereits in die Luft aufsteigt. Das Unternehmen Ehang mit Sitz in Guangzhou war das erste weltweit, das eine offizielle Genehmigung für den kommerziellen Einsatz von Passagierdrohnen erhalten hat. Ihr Modell, die Ehang 216, ist ein zweisitziges autonomes Flugtaxi. Dieses führt bereits Testflüge in mehreren Städten Chinas durch. Das Gerät sieht aus wie eine Kapsel mit Propellern, ähnlich einer riesigen Drohne. Es benötigt keinen Piloten, der Passagier wählt einfach die Route über eine App aus, setzt sich hinein und wartet auf den Start. Bisher finden die Flüge nur in kleinen Zonen statt, aber eine Ausweitung der Routen ist geplant. Besonders aktiv wird dieses System an touristischen Orten getestet, wo das Reisen in der Höhe ein einzigartiges Erlebnis bietet. Ehang hat bereits tausende erfolgreiche Flüge durchgeführt, darunter auch mit echten Passagieren. Das Unternehmen wird staatlich unterstützt und die Technologien wurden vollständig im eigenen Land entwickelt. In den kommenden Jahren plant die Regierung, ein Netzwerk von Luftstrecken zwischen großen Ballungsräumen zu schaffen. Das bedeutet, dass es in China genauso alltäglich sein wird, vom U-Bahn-System auf ein fliegendes Taxi umzusteigen, wie es heute ist, ein Auto per App zu rufen. Während andere Länder noch über Regulierung und Sicherheit diskutieren, handelt China bereits. Vielleicht ist die breite Verbreitung solcher Taxis immer noch eine Frage der Zeit. Aber allein die Tatsache, dass sie bereits fliegen, das ist eine bestätigte Tatsache. Und jetzt stell dir vor, du gehst die Straße entlang und triffst plötzlich auf einen Kiosk, in dem Wasser aus der Luft gewonnen wird. Diese Technologie klingt wie Science Fiction, aber sie wird in China bereits eingesetzt. Spezielle Anlagen, die in der Lage sind, Luft in Trinkwasser zu verwandeln, werden immer verbreiteter. Das Funktionsprinzip basiert auf der Gewinnung von Feuchtigkeit aus der Atmosphäre durch Kondensation. Ein Beispiel ist ein Gerät, das im Süden Chinas hergestellt wird und täglich bis zu 30 Liter Wasser direkt aus der Luft gewinnen kann. Der Prozess sieht einfach aus, ist in Wirklichkeit jedoch ein komplexes technisches System. Das Gerät saugt Luft an, kühlt sie ab und verwandelt den Wasserdampf in Tropfen. Anschließend durchläuft das Wasser eine Filterung und Mineralisierung und gelangt dann in den Spender, bereit zum Verzehr. Solche Anlagen sind besonders nützlich in Gebieten, in denen der Zugang zu hochwertigem Wasser eingeschränkt ist. Die Technologie wird nicht nur in Privathaushalten und Büros aktiv eingeführt, sondern auch an Standorten der Infrastruktur in Technologieparks, Schulen und Hotels. In einigen Projekten sind diese Geräte in Solarpanels integriert, was sie vollständig autonom macht. Chinesische Hersteller dringen auf den internationalen Markt vor und bieten wirtschaftlich vorteilhafte und umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Wasserversorgungssystemen an. Angesichts der globalen Erwärmung und des zunehmenden Mangels an Süßwasser könnte diese Lösung eine entscheidende Rolle spielen. China setzt die Technologie nicht nur ein, sondern macht sie zu einem Teil des alltäglichen städtischen Lebens. Aber wie wurde eine so rasante Einführung fortschrittlicher Lösungen überhaupt möglich? Die Antwort liegt in der unglaublich schnellen Transformation des Landes, das noch vor kurzem ganz anders war. Eines der eindrucksvollsten Beispiele für einen technischen Sprung ist der Maglev, der Magnetschwebebahnzug, der den Flughafen Pudong mit der Stadt Shanghai verbindet.
Seine Standardgeschwindigkeit beträgt etwa 300 Meilen pro Stunde und im Testbetrieb beschleunigt er auf bis zu 480. Die gesamte Fahrt dauert weniger als 10 Minuten und dabei spüren die Passagiere die Bewegung kaum. So sanft und leise ist die Fahrt. Der Maglev verwendet keine herkömmlichen Räder. Er schwebt dank eines Magnetkissens über den Schienen, was die Reibung auf ein Minimum reduziert. Das ermöglicht Geschwindigkeiten, die selbst für Hochgeschwindigkeitszüge in Japan oder Europa unerreichbar sind. Seit der Inbetriebnahme Anfang der 2000er Jahre zeigt das System eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision. China baut die Maglev-Infrastruktur aktiv aus. Bereits wurden Projekte für neue Strecken entwickelt, darunter auch zwischen großen Metropolen. In einigen Regionen werden sogar ultraschnelle Versionen getestet, die Geschwindigkeiten von über 600 Meilen pro Stunde erreichen können. Potenziell könnte dies die Luftfahrt auf Kurzstrecken ersetzen. Solche Verkehrsmittel sind nicht nur eine Annehmlichkeit. Sie sind ein Symbol dafür, wie China buchstäblich alles um sich herum beschleunigt, vom Transport bis zum Bau. Ein Land, in dem jedes Jahr neue Stadtteile, Städte und Wolkenkratzer entstehen, konnte nicht ohne einen Zug auskommen, der seiner Zeit voraus ist. Doch noch viel erstaunlicher ist nicht, wie die Chinesen fahren, sondern wie sie bauen und wie ehemalige Dörfer sich in Technologiezentren verwandeln. Vor 30 Jahren standen an der Stelle der heutigen chinesischen Megastädte oft Lehmhäuser, Ziegen und Reisfelder. Heute sind es gläserne Türme, Technologieparks, automatisierte Fabriken und Millionen von Einwohnern. Diese Transformation ist nicht zufällig geschehen. Dahinter steht ein staatliches Programm der strategischen Planung, das auf Jahrzehnte im Voraus ausgelegt ist. Ein entscheidender Moment war die Idee, nicht einfach nur Städte zu entwickeln, sondern intelligente Zonen von Grund auf zu schaffen, in die sowohl Investoren als auch Fachkräfte und Technologien angezogen wurden. Eines dieser Beispiele: ein neuer Industriebezirk. In der Nähe von Shanghai, wo innerhalb von nur 2 Jahren anstelle eines Dorfes ein Industrieknotenpunkt mit fortschrittlichen Produktionsstätten entstand. Dort wurden auch die ersten Geräte zur Gewinnung von Wasser aus der Luft gebaut. Die lokalen Behörden schaffen Bedingungen, unter denen es für Unternehmer vorteilhaft ist, ein Geschäft zu eröffnen. Steuervergünstigungen, Infrastruktur, Unterstützung. Im Gegenzug wird nur eines verlangt: hohe Qualität und Innovationskraft. So werden Dörfer nach und nach zu Hubs der Zukunft und die lokale Bevölkerung zur Arbeitskraft der neuen technologischen Wirtschaft. Vor dem Hintergrund eines so rasanten Wachstums könnte die Umwelt leiden. Doch genau das wurde zur nächsten Herausforderung, die China technologisch gelöst hat. In den letzten Jahren sah sich China mit den Folgen einer rasanten Urbanisierung konfrontiert. Überschwemmungen, Überhitzung der Straßen, Luftverschmutzung. Statt kosmetischer Maßnahmen wurde das nationale Konzept der Schwammstädte eingeführt. Das ist keine bildhafte Redewendung. Es handelt sich um eine konkrete Technologie, die darauf abzielt, Metropolen widerstandsfähig gegen den Klimawandel zu machen. Das Prinzip ist einfach. Die Stadt soll Wasser wie ein Schwamm aufnehmen. Dafür werden spezielle Beläge auf Straßen und Gehwegen geschaffen, die Feuchtigkeit in den Boden eindringen lassen. Auf den Dächern der Häuser entstehen grüne Gärten und entlang der Straßen Kanäle, die in der Lage sind, Regenwasser umzuleiten. All dies verringert die Belastung des Entwässerungssystems und senkt das Risiko von Überschwemmungen. Pilotprojekte wurden bereits in Peking, Shanghai, Wuhan und anderen Städten umgesetzt. Außerdem sind seit 2020 neue Wohnanlagen und Geschäftszentren verpflichtet, den Schwammstadtstandards zu entsprechen. Die Chinesen bekämpfen nicht nur die Folgen schlechter Umweltbedingungen, sie verändern die Grundlagen des städtischen Lebens selbst. Diese Maßnahmen machen das Leben komfortabler und sicherer. Doch die wichtigste technologische Front liegt noch vor uns. An den Rädern, im Motorraum und in der Batterie. Genau dort ist China zum unangefochtenen Weltmarktführer geworden. Auf chinesischen Straßen ist das Motorengeheul immer seltener zu hören und immer öfter hört man gar nichts. China ist zum führenden Hersteller und Verkäufer von Elektroautos geworden und hat nicht nur die USA, sondern ganz Europa überholt. Der Hauptstar ist die Marke BYD. Das ist kein Luxushersteller, sondern eine Volksmarke. Ihre Modelle sind so erschwinglich, dass sich praktisch jeder arbeitende Chinese eines leisten kann. BYD begann mit Batterien, stellte später Telefone her und stieg dann ins Autogeschäft ein. Heute ist das einer der größten Elektroautohersteller der Welt. Ihre Autos werden auf allen Kontinenten verkauft. Viele Modelle beschleunigen in weniger als 5 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde, verfügen über Massagesitze, Belüftung, autonomes Fahren und das alles zu einem Preis, der 3-mal niedriger ist als bei Tesla. Aber das Wichtigste ist nicht nur die Massenproduktion, sondern auch die Infrastruktur. Ladestationen sind überall, in der Nähe von Häusern, Geschäften, Schulen. In den Städten gibt es für Elektroautos Vergünstigungen, grüne Nummernschilder und ein vereinfachtes Zulassungsverfahren.
Außerdem können Besitzer solcher Fahrzeuge mit Steuervergünstigungen und Subventionen rechnen. Das ist keine Modeerscheinung, sondern staatliche Politik. Heute sind sogar Taxis und Busse in den südlichen Provinzen fast vollständig elektrifiziert. China ist nicht einfach nur auf neue Technologien umgestiegen, sondern hat sie zur Norm gemacht. So produziert BYD zum Beispiel keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr. Das Unternehmen ist vollständig auf grüne Energie umgestiegen. Aber wie ist ihnen das gelungen? Die Antwort liegt in der Fähigkeit zu lernen und sich anzupassen. Vor allem, wenn globale Marken ins Spiel kommen. Ende der 2000er Jahre war die chinesische Autoindustrie ein Witz. Schlechte Qualität, veraltete Konstruktionen, unbeholfenes Design, aber alles änderte sich, als ein chinesisches Unternehmen den schwedischen Autoriesen Volvo kaufte. Der Deal wurde zu einer echten Revolution. China erhielt Zugang zu Ingenieuren, Technologien und Know-how, die über Jahrzehnte in Europa entwickelt wurden. Zuerst kopierten die Chinesen, dann begannen sie zu verbessern und schließlich entwickelten sie eigenes. Eines der auffälligsten Beispiele ist die Marke Zeekr, die zur Geely-Gruppe gehört, der auch Volvo gehört. Diese Autos beeindrucken durch ihre Verarbeitungsqualität, Technologie und ihr Design. Und sie kosten deutlich weniger als vergleichbare Modelle aus Deutschland oder Japan. Neben Volvo hat China noch eine Reihe weiterer ausländischer Vermögenswerte, Fabriken, Lizenzen und sogar ganze Entwicklerteams erworben. All das wurde Teil der eigenen Produktion. Dank dessen konnte die chinesische Automobilindustrie einen gewaltigen Sprung nach vorne machen und Jahrzehnte des Ausprobierens und der Fehler überspringen. Aber das ist noch nicht einmal das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Mentalität. Als Elon Musk in einem Interview sagte, dass die Chinesen Tesla niemals einholen würden, nahmen die lokalen Marken das als Herausforderung. 5 Jahre später verkaufte China mehr Elektroautos als Tesla und übertraf das Unternehmen in vielerlei Hinsicht. Während die Autos noch für Aufsehen sorgen, arbeitet jemand anderes im Stillen weiter. Diese Arbeiter werden nicht müde, verlangen keinen Lohn und haben bereits Tausende von Menschen ersetzt. Eines Tages rufst du an der Hotelrezeption an und bittest darum, dir eine Zahnbürste zu bringen. Wenige Minuten später fährt ein Roboter an deine Tür. Kein Mensch, kein Kurier, sondern ein vollständig autonomer Wagen mit Touchscreen. Sie ruft den Aufzug, fährt in das gewünschte Stockwerk, findet das Zimmer und signalisiert, dass sie angekommen ist. Das ist keine Demonstration, sondern alltägliche Realität in chinesischen Hotels. Solche Roboter bedienen Hotels, Krankenhäuser, Lagerhäuser und sogar Restaurants. Der Barista im Café kann ein Roboter sein. Auch der Tänzer bei einer Straßenshow kann einer sein. In manchen Betrieben sind bis zu 90% der Prozesse automatisiert. Das bedeutet nicht nur Einsparungen, sondern auch eine Verringerung von Fehlern. China investiert Milliarden in Robotik und der Staat subventioniert solche Projekte aktiv. Derzeit entwickeln sich besonders humanoide Roboter, die grundlegende alltägliche Aufgaben übernehmen können. Böden wischen, Gegenstände tragen, an der Rezeption arbeiten. In experimentellen Städten steuern Roboter die Logistik ganzer Wohnviertel. Von der Müllentsorgung bis zur Warenlieferung. Natürlich sind diese Technologien noch nicht perfekt. Aber China wartet nicht auf Perfektion, sondern setzt alles in der Praxis um und verbessert es direkt im laufenden Betrieb. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Land, in einem Tempo voranzuschreiten, mit dem kaum jemand mithalten kann. Doch all diese Roboter sind nur ein Teil eines großen Ganzen. Denn in China kann eine ganze Stadt intelligent sein und wie ein einziger Organismus funktionieren. Stell dir eine Stadt vor, in der die Straßenlaternen nur dann angehen, wenn jemand vorbeigeht. In der die Mülltonnen melden, wenn sie voll sind. In der die Ampeln in Echtzeit je nach Verkehrslage gesteuert werden. In China ist das kein Projekt, sondern in Dutzenden von Metropolen bereits Realität. Die smarte Stadt ist ein System, in dem jeder Teil der Infrastruktur über ein Netzwerk von Sensoren miteinander verbunden ist und durch Software gesteuert wird. Lärmpegel, Luftverschmutzung, Temperatur, Verkehrsbewegungen, all das wird in Echtzeit erfasst. Diese Daten werden analysiert und ermöglichen es, sofort auf die Situation zu reagieren. Solche Städte funktionieren bereits in Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou und anderen Regionen. Dank dieser Systeme konnten Staus reduziert, die Verkehrssicherheit erhöht und die Leistung der Dienste verbessert werden. China investiert über große staatliche Unternehmen in Smart Cities und schafft Plattformen, die dann in andere Länder exportiert werden. Dieses System hat jedoch auch eine Kehrseite. Kontrolle. Jede Bewegung, jeder Einkauf, jeder Fehler kann aufgezeichnet werden. Unter solchen Bedingungen wird besonders deutlich, wie sich das Alltagsleben verändert hat. Und das merkt man sogar daran, wie man für eine Flasche Wasser bezahlt. In China kann es passieren, dass du wochenlang kein Bargeld siehst. Dort läuft alles, vom Kaugummikauf bis zur Mietzahlung, über das Handy.
WeChat Pay und Alipay sind zu universellen Zahlungsmitteln geworden. Der QR-Code wird gescannt und das Geld wird sofort abgebucht. Keine Karten, keine PIN-Codes, kein Wechselgeld. Einfach nur das Smartphone, das ist alles. Sogar Straßenverkäufer, sogar Obdachlose, sogar Spenden im Tempel, alles läuft über QR. Viele Automaten akzeptieren überhaupt kein Bargeld oder Bankkarten mehr, nur noch digitale Zahlungen. Für Touristen ohne einheimisches Bankkonto wird das zur Herausforderung. Eine gewöhnliche Visakarte funktioniert hier möglicherweise nicht. Mit so einem System wird das Leben schneller. Fahrt bezahlen, ein Taxi rufen, einen Kaffee kaufen, alles dauert nur Sekunden. Deine Einkaufshistorie wird gespeichert, Ausgaben sind sofort sichtbar, Rückerstattungen erfolgen automatisch. Die Behörden unterstützen diese Digitalisierung aktiv. Es ist bequem, transparent und ermöglicht das Sammeln von Daten über das Konsumverhalten. Doch hinter dem Komfort verbirgt sich totale Kontrolle. Finanzgewohnheiten, Wege, Zeitpläne, Schlafmuster, alles kann analysiert werden. Dieser Komfort ist verlockend. Aber er wird Teil eines umfassenderen Systems, in dem Kontrolle und Alltag zu einer Einheit verschmelzen. Eines der im Ausland meist diskutierten chinesischen Systeme ist das Sozialkreditsystem. Oft wird es als Dystopie dargestellt. Der Staat überwacht jeden Schritt und schon bei kleinsten Vergehen verliert der Mensch seine Rechte. In Wirklichkeit ist alles ein wenig anders. Es gibt kein einheitliches, landesweites System, wie es oft beschrieben wird. Tatsächlich handelt es sich um Dutzende verschiedene Programme, die auf Stadt- und Provinzebene umgesetzt werden. Das System funktioniert nach einem Punkteschema. Zum Beispiel kann man für Regeleinhaltung Steuern zahlen oder Ehrenamt Pluspunkte bekommen. Für Verkehrsverstöße, Schulden oder gefälschte Bewertungen gibt es Minuspunkte. Diese Punkte beeinflussen den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen, die Kreditvergabe oder die Möglichkeit, ein Ticket für die gehobene Klasse zu kaufen. Oft funktioniert dieses System nicht direkt über staatliche Stellen, sondern über kommerzielle Apps wie Alipay oder WeChat. Und ja, eine solche Bewertung des Verhaltens ist umstritten. Laut Umfragen stehen die Chinesen dem System jedoch eher positiv gegenüber. Für sie ist es ein Instrument der Ordnung, nicht des Drucks. Natürlich gibt es Missbrauchsrisiken. Manchmal kann ein Fehler im System dazu führen, dass eine Person den Zugang zu Dienstleistungen verliert. Es gab Fälle, in denen wegen der Schulden von Verwandten die Ausreise ins Ausland eingeschränkt wurde. Aber solche Fälle werden immer seltener. Beschwerdemechanismen funktionieren, besonders in großen Städten. Um zu verstehen, wie China sein gesellschaftliches System aufbaut, muss man sich anschauen, wie es Millionen Menschen aus der Armut geholt hat. Anfang der 2000er Jahre war China ein Land, in dem Armut in jeder Ecke der Provinz spürbar war. Dörfer ohne Straßen, Häuser ohne Strom, Bewohner, die sich mit Seilbahnen fortbewegten. Doch schon in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. China hat offiziell die Beseitigung der extremen Armut verkündet. Und das ist nicht einfach nur eine schöne Formulierung. Das ist das Ergebnis einer kolossalen Anstrengung. Die Regierung startete ein Programm zur Umsiedlung der Bewohner aus armen Regionen in neue Städte. Dort wurden Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser gebaut und Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig wurden Tourismus, Landwirtschaft und Kleinunternehmen entwickelt. Viele Familien, die noch vor 10 Jahren Mais an Berghängen angebaut haben, besitzen jetzt Hotels oder Online-Shops. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Regionen mit nationalen Minderheiten gewidmet. Dort wurden Bedingungen geschaffen, um Kultur, Sprache und Traditionen zu bewahren und gleichzeitig den Menschen Zugang zu moderner Infrastruktur zu ermöglichen. Zum Beispiel Tibeter in abgelegenen Gebieten können jetzt im Tourismus oder in lokalen Betrieben arbeiten. Dieser Prozess war nicht perfekt. Es gab auch Umsiedlungen ohne ausreichende Vorbereitung und Probleme bei der Anpassung. Aber insgesamt hat China ein Ergebnis erzielt, das bisher kein anderes Land der Welt mit einer solchen Bevölkerungszahl wiederholen konnte. Doch die Chinesen erschaffen nicht nur Städte. Sie schaffen auch einen Markt, in dem jeder zum Verkäufer werden kann, selbst wenn man weder ein Geschäft noch ein Lager hat.